Zu guter Letzt schauen wir heute noch auf die Rocket Lab und da will ich hier mal kurz Folgendes zeigen, nämlich den 200er gleitenden Durchschnitt. Und dafür gehen wir hier vielleicht auch noch mal kurz auf den Tageschart. Da sieht man es nämlich dann wirklich sehr deutlich. Wir hatten hier jetzt vor 2 Tagen ungefähr einen erneuten Test dieses 200er gleitenden Durchschnitts in der Rocket Lab. Das Ganze in Kombination hier mit einem sehr, sehr starken Unterstützungsniveau. Das ist dieses Unterstützungsniveau hier bei rund 80 $. Ähm, Das hat mir sehr gut gefallen und ich muss sagen, wenn ich die Aktie nicht bei Chartzeit sowieso schon im Depot hätte, dann wäre das der Bereich gewesen, wo ich sie sehr gerne mit da reingenommen hätte. Ich finde das ganz spannend. Die haben einen sehr interessanten Deal jetzt gestern bekannt gegeben, und zwar übernehmen sie Iridium Communications. Das ist ein relativ großer Deal. Das Ding läuft mit einer Unternehmensbewertung von rund 8 Milliarden Dollar. Es ist eine Kombination aus Cash- und Stock-Transaktionen. Die Iridium-Aktionäre, die sollen je Aktie 27 Dollar in bar plus Rocket Lab Aktien erhalten. Also der implizite Gesamtwert, der wird bei rund 54 Dollar pro Iridium-Aktie liegen. Und ich finde das deswegen so spannend für Rocket Lab, denn bislang ist Rocket Lab eben mehr oder weniger so ein Startunternehmen, ist also eben für diese Raketenstarts verantwortlich. Da ist man ja wirklich in der nächsten Ausbaustufe. Es geht also bei Rocket Lab darum, dass man jetzt hier in der Entwicklung von Raketen ist, die eben auch schwerere Lasten ins All transportieren können. Das sind dann die sogenannten Neutron-Raketen. Und da rechnet man tatsächlich noch zum Ende diesen Jahres vielleicht sogar mit den ersten Starts. Das wäre ein Highlight, denn das wäre die einzig echte Konkurrenz quasi zur Falcon von SpaceX. Und ich denke, damit würde sich Rocket Lab hier einmal mehr einen Namen machen und würde auch durchaus als interessanter Kandidat, als Ersatz eben für SpaceX in Frage kommen. Ja, und könnte natürlich dann den Kunden auch ein bisschen größere Verhandlungsbasis vielleicht bei dem Pricing liefern. Wenn man dann nämlich einen zweiten Kandidaten hat, auf den man ausweichen kann, dann kann SpaceX hier auch nicht mehr so wirklich die Preise diktieren. Aber eben dieser Zusammenschluss oder dieser Zukauf von Iridium Communications, der schiebt jetzt Rocket Lab doch eher in die Richtung, dass man, ja, ich sag mal, so ein, ähm, wie sagt man so schön, so ein vertikal integriertes Raumfahrtunternehmen werden kann. Dass man also eben nicht nur diese klassischen Launch-Services anbietet, sondern in den Bereich Satellitenbau, in den Bereich Kommunikationsnetzwerke reingeht. Ja, das sind eben alles Punkte, die im Moment durchaus Kapital bringen, denn das ist ja dann am Ende auch das klassische SpaceX-Geschäft und damit denke ich, hat Rocket Lab seine eigene Position nochmal deutlich verbessert, hat sich nochmal sehr, sehr weit abgesetzt von einem einfachen Launcher, möchte man sagen. Und ja, ich finde, das ist eine ganz schlaue Geschichte, ein ganz schlauer Zukauf. Die Aktie hat sehr positiv reagiert. Das ist vielleicht sogar ein bisschen ungewöhnlich, denn normalerweise sieht man eher, dass Unternehmen, die andere Unternehmen schlucken, dann erstmal im Kurs zurückkommen, weil man natürlich ein Stück weit die Schulden ausbaut und so weiter. Aber bei Rocket Lab ist hier genau das Gegenteil passiert. Meiner Meinung nach genau richtig, die richtige Reaktion des Marktes. Und ich denke, wir werden hier zeitnah auch wieder über 100, vielleicht sogar über 120 Dollar notieren bei Rocket Lab. Ganz, ganz spannende Aktie. So, und damit schauen wir mal auf das, was ihr heute hier sehen wolltet. Und ich sehe schon, die Fragenseite ist gar nicht so stark gefüllt. Wir schauen hier vielleicht mal kurz als allererstes auf eine SoFi, denn die ist durchaus vielleicht inzwischen wieder ein bisschen interessanter. Wir hatten ja eine lange Zeit gesehen, jetzt in der Financials absolute Underperformer waren. Ähm, Allerdings haben sich hier insbesondere eben die großen Banken abgesetzt. Ja, wenn wir uns vielleicht mal eine Goldman hier parallel zur SoFi anschauen. Ich schaue mal, dass wir sie hier reinkriegen. Da haben wir sie. Ja, dann sieht man es, glaube ich, ganz gut. Wir hatten hier wirklich über eine lange Zeit diese kleineren Fintech-Werte wie eben eine SoFi hier deutlich stärker als eine Goldman. Aber wenn wir uns eben diese Dynamik anschauen, mit der die Goldman hier immer weiter angestiegen ist, während dann am Ende eine SoFi hier auch wirklich deutlich unter Druck gekommen ist,
ja, dann sieht man eben hier einmal mehr die Qualität wirklich auch der großen Banken. Ich denke aber, SoFi kommt jetzt hier durchaus in eine spannende charttechnische Ausgangsbasis. Das können wir uns hier mal kurz anschauen. Das ist nämlich diese Trendlinie, die wir hier auf der Oberseite haben. Dann haben wir parallel dazu diese Trendlinie hier auf der Unterseite. Sollten wir jetzt sehen, dass die SoFi-Aktie hier deutlich über 17 in Euro ansteigen kann, ich glaube, dann haben wir eine gute Chance hier wirklich auf eine ausgedehnte Erholungsbewegung, die den Kurs dann auch relativ schnell vielleicht sogar auch über 20 Euro hier hieven dürften. Das Ganze können wir uns auch noch mal kurz in Dollar anschauen. Auch da sehen wir in den letzten Tagen eine wenig bessere Bewegung. So, ja, gucken wir uns das hier auch noch mal an. Da können wir noch mal auf den Jahreschart gehen und zeichnen uns die gleiche Bewegung noch mal ein. Da haben wir also hier auf der Oberseite diese Trendlinie, auf der Unterseite diese Trendlinie. Ja, und hier ist es quasi das gleiche Bild. Wenn wir also hier deutlich über 19 Dollar gehen sollten, dann haben wir erstmal die 20 Dollar und dann nachher hier oben die 24 Dollar als Runway, als Anlauflevel. Das wäre das Niveau, auf das ich im Moment setzen würde, wenn ich hier eine Position auf SoFi aufbauen würde. Ja, okay. Dann schauen wir auf eine IBM, die habt ihr gefragt. Ganz spannende Aktie auch in der letzten Zeit, gerade in den letzten Wochen. Ja, und da können wir mal kurz gucken, was die IBM dann hier eigentlich so dynamisch nach oben gebracht hat vor einiger Zeit. Und da muss man eben ganz klar sagen, das war eine Quantencomputer-Fantasie. Da haben wir also hier einen dynamischen Anstieg gesehen, eine bullische Konsolidierung und dann nochmal hier vielleicht eine kleine Übertreibung auch in die Oberseite rein. Und das, was mir hier überhaupt nicht gefallen hatte bei IBM, das war dieser Fehlausbruch, der über die Zwischenhochs hier gelaufen ist. Und wenn ihr euch dann vielleicht nochmal diese Tageskerze hier separat anschaut, dann sieht die nämlich genau so aus. Wir haben hier irgendwo das Top. Wir sehen dann, dass der Kurs insgesamt wieder runtergekommen ist und wir haben einen Kerzenkörper, ja, der liegt ungefähr hier dann so auf diesem Niveau. Und da kann man sich immer angucken, wie ist denn der Verlauf dieser Kerze gegangen? Wie hat er sich entwickelt? Und da haben wir erstmal hier vom Eröffnungskurs eben diesen ansteigenden Kursverlauf. Dann haben wir aber sehr viel davon wieder hergegeben. Ja, und dann hatten wir also hier die Eröffnung und da den Schlusskurs. Und das zeigt eben schon, dass wir deutlichen Verkaufsdruck hier zur Oberseite reingekriegt haben und damit hatten wir einen klassischen Fehlausbruch auf der Oberseite. Diese Fehlausbrüche, die sorgen dann häufig dafür, dass wir etwas größere Korrekturen sehen. Ja, da haben wir also hier dann tatsächlich auch die Korrektur runter hier nochmal bis in den Bereich 220 Euro gesehen. Also ins Niveau dieser alten Hochs rein ungefähr. Altes Unterstützungslevel hier nochmal getestet. Seitdem sehen wir aber wieder eine etwas bessere Bewegung in der IBM. Ich wäre da nach wie vor etwas zurückhaltend, ja, denn ich habe auch schon diese ursprüngliche Bewegung, die hier gelaufen ist, als doch etwas überzogen wahrgenommen, denn dieser Bereich Quantencomputer ist natürlich für IBM am Ende nur ein ganz kleiner Teil, ein ganz kleiner Part. Und da wäre ich dann lieber vielleicht irgendwo wirklich bei den Quantencomputer-Aktien mit dabei, anstelle bei einer IBM, wenn ich hier auf Quantencomputer setzen würde. Das wäre dann eben sowas, ja, wie eine QuantumScape oder so. Oder auch eine Rigetti, nach der ihr jetzt hier auch gezielt nochmal gefragt habt. Und da sehen wir also wirklich, dass wir diese großen Initiativen auch von Seiten der US-Regierung ja sehen in Richtung Quantencomputer. Da will man also auch mehr investieren. Und deswegen haben wir zuletzt eben auch hier eine hohe Dynamik gesehen. Ihr seht aber auch nur innerhalb von 3 Tagen. Und wenn wir uns hier jetzt nochmal den Jahresverlauf reinholen, dann sehen wir eben, dass wir hier innerhalb dieser 3 Tage, wo wir den starken Anstieg gesehen haben, eben auch bei Rigetti, so ähnlich wie wir es bei IBM gesehen hatten, hier einen Fehlausbruch über dieses Zwischenniveau gesehen haben. Und danach hat sich dann quasi diese Konsolidierung mit einem weiteren Fehlausbruch hier auf der Oberseite manifestiert und ist dann eben deutlicher unter Druck gekommen. Also Rigetti wäre für mich jetzt nicht unbedingt die ideale Aktie der Wahl, auch wenn wir jetzt sehen, dass die Aktie hier kurz in dieses Gap Close reingelaufen ist und auch minimal das letzte Tief unterschritten hat. Wir also quasi hier so eine Art Fehlausbruch auf der Unterseite hatten. Das kann dafür sorgen, dass jetzt hier ein bisschen mehr Dynamik reinkommt und wir nochmal Richtung 30 Dollar laufen. Aber das, was ich mir hier vielleicht lieber anschauen würde, das wäre zum Beispiel
ähm, na, ja, eine Quantum Computing oder sogar noch viel mehr hier eine, ja, eine D-Wave Quantum. Die gefällt mir tatsächlich irgendwie mit am besten momentan vom Bereich der Quantencomputer-Aktien. Die holen wir uns hier auch noch mal kurz in den Chart und schauen auch hier noch mal auf die Jahresentwicklung. Ja, und da fällt es euch vielleicht auf, die ist nicht ganz so extrem gewesen wie die anderen, aber ist vielleicht dafür ein bisschen dynamischer in der Nachhaltigkeit. Und das wäre eben der Punkt, der dann hier für mich jetzt auch interessant wäre. Also da könnte man sich jetzt hier noch mal so eine bullische Konsolidierung anschauen, was dann am Ende so viel bedeutet, wie wenn wir über dieses Doppeltop hier drüber laufen sollten, ja, dann haben wir eine gute Chance, dass die Aktie sich weiter nach oben bewegt. Erstmal in diesem Bereich und dann als nächstes vielleicht auch nochmal hier oben bis in das Niveau so um 32 Euro. Also, das wären so meine Ideen hier für diesen Bereich. Und ja, damit würde ich sagen, war es das erstmal von meiner Seite. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid, denn auch morgen heißt es eben um 13 Uhr wieder hier aktuelle News auf dem OnVista YouTube-Kanal. Ich freue mich, wenn ihr live dabei seid. Ich freue mich, wenn ihr noch ein Like da lasst. Bis dahin wünsche ich euch profitable Trades. Macht's gut und bye bye. Nvidia, Tesla, Palantir. Welche Aktie bewegt morgen den Markt? Genau das schauen wir uns jeden Tag um 13 Uhr live im OnVista YouTube-Kanal an. Ihr entscheidet im Chat mit, welcher Titel drankommt. Also Kanal abonnieren und morgen live dabei sein.